Elisabeth träumte immer von einer Familie. Und als sie erfuhr, dass sie schwanger war, erfüllte Freude ihr Herz. Ihr Mann David war ebenfalls begeistert von dieser Nachricht. Sie hatten so lange auf ein Kind gewartet, und nun lächelte das Schicksal ihnen endlich zu. Bei der Ultraschalluntersuchung erfuhren sie, dass sie nicht nur ein, sondern gleich 3 Kinder erwarten würden. Das war ein Schock, aber auch eine Freude zugleich. Die Schwangerschaft verlief für Elisabeth problemlos, sie kümmerte sich um sich selbst und befolgte alle Empfehlungen der Ärzte. David pflegte seine Frau jeden Tag liebevoll, sorgte für sie und die zukünftigen Kinder. Sie träumten davon, wie sie ihre 3 Kinder erziehen, Zeit miteinander verbringen und Familientraditionen schaffen würden. Und dann kam der Tag der Geburt. Elisabeth brachte im Krankenhaus unter der Aufsicht von Ärzten und Krankenschwestern zur Welt. Endlich, als alle 3 Babys das Licht der Welt erblickten, schaute sie aufgeregt zu ihnen. Aber anstelle von Freude und Begeisterung erklangen in ihrem Herzen Töne der besorgten Unruhe. Die 3 Kinder waren gesund und schön, aber ihre dunkle Haut fiel sofort ins Auge. Elisabeth sah David an, und sein Gesicht drückte Unglauben und Wut aus. Er konnte nicht glauben, dass seine Frau, eine weiße Frau, 3 dunkelhäutige Kinder zur Welt gebracht hatte. In Wut beschuldigte er sie des Betrugs und des Verrats und wollte nicht einmal ihre Erklärungen hören. Elisabeth war verzweifelt. Sie konnte nicht verstehen, wie so etwas geschehen konnte. Sie versuchte, sich an ihn zu wenden, ihm zu erklären, dass es ihre Kinder seien, dass sie ihn liebe, aber er war unnachgiebig. David verließ sie und ließ sie allein mit den 3 Säuglingen zurück. Jahre vergingen. Elisabeth zog ihre 3 Kinder allein groß. Sie liebte sie über alles, sie waren ihr Ein und Alles. Aber der Schmerz in ihrem Herzen über die Abwesenheit ihres Mannes ließ nicht nach. Eines Tages, 15 Jahre später, stand David an der Tür ihres Hauses. Er hatte die Genealogie seiner Familie erforscht und entdeckt, dass es in seiner Familie dunkelhäutige Vorfahren gab. Er erkannte, dass er all die Zeit falsch lag, als er seine Frau beschuldigte, etwas getan zu haben, was nicht der Fall war. Er sah seinen Fehler und verstand, dass seine Kinder sein Blut, seine Familie waren, unabhängig von ihrer Hautfarbe. David kam zu Elisabeth mit der Bitte um Verzeihung. Und sie, als sie ihm in die Augen sah, erkannte, dass Vergebung der einzige Weg zum Glück war. Sie vergab ihm und öffnete ihm die Türen ihres Hauses und ihres Herzens. So begaben sich Elisabeth, David und ihre 3 Kinder auf den Weg der Wiedervereinigung und des Verständnisses. Sie verstanden, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt, dass es vor allem um Liebe, Familie und Respekt füreinander geht. Ihr Familienporträt wurde bunter und lebendiger, denn es gab Platz für alle, für Weiße und für Dunkelhäutige und für die Liebe, die alle Hindernisse überwinden konnte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.